Immer wieder hat der Mensch bei neuen technischen Errungenschaften von der Natur gelernt. Ökonomische Fortbewegung war eines der Grundprinzipien und führte bei der Artenvielfalt teilweise zu Meisterleistungen. Deren wahre Größe wir erst heute erfassen. Im Experiment wurde schon lange auf das Ziel hingearbeitet, mit möglichst wenig Kraftstoff, möglichst schnell, möglichst weit zu kommen. An eine Reiselimousine der gehobenen Klasse werden jedoch vielschichtige Anforderungen gestellt. Möglichst sparsam, möglichst geräumig, möglichst komfortabel, möglichst sicher und möglichst wenig Reparatur- und Wartungsumfang. Und unverkennbar ein Mercedes soll ein Fahrzeug von Daimler-Benz schließlich auch sein. Nach wie vor steht bei der Konzeption eines neuen Automobils am Anfang die Form, die den äußeren Rahmen für die technischen Entwicklungen stellt, die im Laufe der Jahre heranreifen. Das Styling der neuen S-Klasse zeigt eine betont klare Linienführung, die kurzlebigen modischen Effekten weitgehend entsagt und konsequent der Funktionalität den Vorrang gibt. Die verschiedenen Modelle im Maßstab 1:5 stehen nicht nur für stilistische Studien, sondern auch für vorbereitende Untersuchungen im Windkanal zur Verfügung. Dort werden die am Modell angreifenden Luftkräfte gemessen und Strömungsbeobachtungen durchgeführt, die besonders im Bug- und Heckbereich die weitere stilistische Gestaltung des Modells beeinflussen. Die beste Ausführung kommt als Modell in natürlicher Größe erneut in den Windkanal. Dass schließlich ein Luftwiderstandsbeiwert von 0,36 erreicht wurde, ist nicht nur der Gestaltung der Grundform zu verdanken, sondern auch der sorgfältigen Ausführung von zahlreichen Details. Die in den Stoßfänger integrierte Bugschürze verringert neben dem Luftwiderstand auch den Auftrieb. Weitere wichtige Details sind die Windschutzsäule, die Hecksäule und die Höhenabstimmung der Dach- und Heckhinterkante. Selbst die Radzierkappe ist nach aerodynamischen Gesichtspunkten und auch zur besseren Belüftung der Bremse neu gestaltet. Die Sichtverhältnisse sind für den Fahrzeuginnenraum von zentraler Bedeutung. Zahlreiche Varianten der Anordnung der Instrumente werden entworfen, dargestellt und hinsichtlich der bestmöglichen Ablesbarkeit geprüft. Der Platz des Fahrers wird nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet. Alle Betätigungselemente in der Armaturenanlage sind griffgünstig angeordnet, damit leicht erreichbar und erlauben dem Fahrer, sich ganz auf das Verkehrsgeschehen zu konzentrieren. Die Frischluftzufuhr erfolgt zwischen Motorraum und Windschutzscheibe. Die völlig neue Lüftungs- und Heizungsanlage mit elektronischer Temperaturregelung sorgt getrennt für Fahrer und Beifahrer für eine unabhängig vom Fahrzustand konstante Innenraumtemperatur. Es kann auch eine Klimaanlage verwendet werden, deren Bedienung bei Einsatz einer Klimaautomatik noch weiter vereinfacht ist. Neben der Beschlagfreihaltung wird eine individuelle und wirkungsvolle Klimatisierung des Innenraums erreicht. Für den Fahrer ein wichtiger Beitrag zur Konditionssicherheit. Ein System von Heizungs- und Lüftungsdüsen verteilt die erwärmte oder gekühlte Luft und ermöglicht auch im Fondraum die gewünschte Temperatur einzuhalten. Temperaturveränderungen am Kopf der Messpuppe können mit einem chemischen Verfahren sichtbar gemacht werden. Um den Luftdruck im Fahrzeug konstant zu halten, wird die Abluft über Öffnungen in der Hutablage durch Kanäle in den Kofferraum geleitet und gelangt von dort unter dem Stoßfänger nach außen. Verschiedene Verschmutzungssituationen werden im Windkanal simuliert. Lage und Anordnung der versenkten Scheibenwischer gewähren auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten gute Sichtverhältnisse. Die Schmutzfangleisten sind in die Gesamtform integriert, sodass die Umströmung nicht beeinträchtigt wird und keine störenden Windgeräusche auftreten. Die Schmutzfreihaltung der Heckscheibe ist ebenso beibehalten worden wie die profilierte Form der für Daimler-Benz charakteristischen Heckleuchten mit geringer Verschmutzungstendenz. Um die angestrebte Gewichtsreduzierung des Rohbaus zu erreichen, werden vor allem in der Bodengruppe qualitativ hochwertigere Bleche verwendet, die trotz geringeren Gewichts höher belastbar sind.
Bei der völlig neu gestalteten Vorbaustruktur kommt den vorderen Längsträgern und den an die Stirnwand anschließenden Gabelträgern besondere Bedeutung zu. In den verschiedensten Unfallversuchen, die seit Jahren bei Daimler-Benz zum Standardversuchsprogramm bei der Entwicklung neuer Typen gehören, muss sich auch dieses Fahrzeug bewähren und ein gegenüber seinem Vorgänger noch günstigeres Performanceverhalten unter Beweis stellen. Die verbesserte Reparaturfreundlichkeit wird bei geringeren Aufprallgeschwindigkeiten überprüft. Bei leichten Vorbauschäden sind kostengünstige Abschnittreparaturen möglich. Zur Verringerung von Reparaturkosten tragen vor allem der Flankenschutz und die neuen Stoßfänger bei. Der Flankenschutz vermeidet in den besonders gefährdeten Zonen kleinere Karosseriebeschädigungen und Schäden durch Steinschlag. Die Stoßfänger und die damit verbundenen Schürzen sind verformbar und selbst regenerierend. Kein anderes Material erfüllt die hier gestellten Anforderungen besser als dieser hochwertige Kunststoff. Der Rückhaltevorgang des Insassen in seinem Haltesystem wird in Vorversuchen auf einem Schleuderschlitten simuliert. Eine deutliche Verbesserung des Gurttragekomforts bietet der in der Höhe dreifach verstellbare obere Umlenkpunkt, der eine individuelle Gurtführung ermöglicht. Zusätzlich zum Gurt ist zur Erhöhung der Sicherheit des Fahrers der Einbau eines Luftsacks im Lenkrad möglich. Er bläht sich innerhalb von wenigen Millisekunden auf und fängt den Kopf des Fahrers relativ weich ab. Das System wird in zahlreichen Versuchen immer wieder erprobt. Die Reduzierung der Belastungswerte wird anhand der aufgezeichneten Messergebnisse nachgewiesen. Für den Beifahrer kann die Wirksamkeit seines Rückhaltesystems durch Verwendung eines Gurtstrammers gesteigert werden. Mit Hilfe eines pyrotechnischen Treibsatzes wird im Fall eines Aufpralls der Gurt über eine kleine Turbine am Aufroller vorgespannt. Damit die Gurtlose verringert, die Vorverlagerung des Insassen reduziert und der Gurtkraftverlauf günstig beeinflusst. Ein Aufprall des Kopfes auf der Armaturenanlage wird verhindert. In Versuchen mit Freiwilligen wird der Anstrammvorgang untersucht. Er bleibt eindeutig unterhalb der Schmerzgrenze. Auch das Entfalten des Luftsacks wird mit freiwilligen Versuchspersonen erprobt. Bei unbeabsichtigtem Auslösen während der Fahrt, was durch verschiedene Sicherheitsvorkehrungen praktisch unmöglich ist, dennoch aber geprüft werden muss, bleibt der Fahrer unbeeinflusst, sein Fahrverhalten wird nicht beeinträchtigt. Zur Erzielung geringer Geräuschwerte im Fahrbetrieb ist der Geräuschkomfort im Innenraum ebenso wichtig wie die niedrige Geräuschemission nach außen. Das Fahrzeug erreicht in der Vorbeifahrtmessung nach ISO-Reglement 362 Werte, die deutlich unter den ab April 1980 gültigen erniedrigten Grenzwerten liegen. Nachdem alle an der Schallabstrahlung beteiligten Bauteile mit Hilfe modernster Untersuchungsmethoden sorgfältig optimiert sind, genügt in Verbindung mit der sogenannten Aggregate-Trennwand zwischen Motor und Fahrgastraum eine aus Gewichtsgründen sparsame Verwendung von Schallschluckmaterial. Um zur Verbrauchsreduzierung Gewicht zu sparen, sind die neuen 3,8 und 5 Liter Motoren vollständig aus Leichtmetall. Das Kurbelgehäuse wird im Niederdruckgussverfahren in einer Stahlkokille gegossen und mechanisch in herkömmlicher Weise bearbeitet. Sorgfältige Kontrollen garantieren einen hohen Qualitätsstandard. Die Kolben laufen direkt in den chemisch behandelten Zylindern des Leichtmetallgehäuses. Für einen sicheren und verschleißarmen Kolbenlauf sorgen die in die Lauffläche eingelagerten Siliziumkristalle. In einer früheren Entwicklungsphase wurden die Spannungen und Beanspruchungen mit modernsten spannungsoptischen Methoden teilweise am Bauteil selbst, teilweise an Kunststoffmodellen untersucht. Um eine einwandfreie Funktion der Laufpartner, Kolben und Zylinder zu gewährleisten, sind die neuen Leichtbaukolben mit einer galvanisch aufgebrachten dünnen Eisen- bzw. Weichchromschicht versehen.
Um weiter Gewicht zu reduzieren, werden auch alle anderen Teile des Triebwerks, deren Funktion es zulässt, aus Leichtmetall hergestellt. Die Gewichte der neuen Motoren sind gegenüber den vergleichbaren Vorgängern um 52 bzw. 134 Kilogramm geringer. Das neu entwickelte automatische Wandler-Vierganggetriebe hat einen höheren Wirkungsgrad und ein verbessertes Schaltprogramm. Es entspricht im Hinblick auf möglichst wirtschaftliche Fahrweise einem handgeschalteten Fünfganggetriebe. Durch die automatisch richtige Gangwahl arbeitet der Motor ständig im verbrauchsgünstigsten Drehzahlbereich. In Prüfstandversuchen werden die verschiedenen Fahrzyklen simuliert. Hier zeigt sich der Erfolg der Summe aller verbrauchsreduzierenden Maßnahmen. Durchschnittlich 10% weniger Kraftstoff, was sich auch im Fahrbetrieb bestätigt. Der Fahrer kann die Verbrauchstendenz seiner Fahrweise an der neuen Economy-Anzeige ablesen. Für die Optimierung der Fahrsicherheit werden unzählige Versuchs- und Messfahrten über Tausende von Kilometern durchgeführt. Die modifizierte Lagerung der bereits bewährten Vorderachse verbessert in Verbindung mit dem verlängerten Radstand den Geradeauslauf. Ausweichmanöver, wie sie in kritischen Verkehrssituationen vorkommen, erfordern ein rasches und präzises Reagieren des Fahrzeugs. Der Slalomtest ist eine gut reproduzierbare Methode zur Untersuchung des dynamischen Lenkverhaltens im Grenzbereich. Selbst bei schneller Kurvenfahrt auf nassem Kopfsteinpflaster verhält sich das Fahrzeug spurtreu und richtungsstabil. Sorgfältig abgestimmte Gummielemente an den Anlenkpunkten von Vorder- und Hinterachse wirken sich günstig auf den Fahrkomfort aus. In Prüfstandversuchen wird das Eigenschwingverhalten der Aggregate ermittelt, um durch gezielte Verbesserungen auch diese Schwingungen vom Insassen fernzuhalten. Die Typen 380 SEL und 500 SEL können anstelle von Stoßdämpfern und Schraubenfedern mit einer hydropneumatischen Federung ausgerüstet werden. Selbst bei größeren Unebenheiten wird der Wagen äußerst weich abgefedert. Dies bedeutet eine zusätzliche Komfortverbesserung für die Insassen. Wird das Fahrzeug mit einem Antiblockiersystem ausgestattet, ist auch bei Vollbremsung gleichzeitig noch Lenken möglich, unabhängig vom Zustand der Straßenoberfläche. Besonders auf schneeglatter Fahrbahn genügen normalerweise bereits geringe Bremspedalkräfte, um die Räder zum Blockieren zu bringen. Das Antiblockiersystem mit den an der Hinterachse und den Vorderrädern befindlichen 3 Sensoren zur Messung der Drehgeschwindigkeit der Räder gewährleistet auch unter diesen schwierigen Bedingungen die günstigste Bremsverzögerung bei gleichzeitig uneingeschränkter Lenkfähigkeit. Insgesamt wurden während der Entwicklung und Erprobung dieses Fahrzeugs einige Millionen Fahrzeugkilometer unter verschiedensten klimatischen Bedingungen zurückgelegt. Kaum zu zählen sind die Tausende von Stunden härtester Beanspruchung auf den verschiedensten Prüfständen und der Versuchsbahn, während erste Prototypen, zwar noch getarnt für die Öffentlichkeit, durch verschiedene Länder und Kontinente fahren. Von den aufwendigen Entwicklungsarbeiten konnten hier nur Schwerpunkte gezeigt werden, die jedoch beispielhaft sind für die vielfältigen Bemühungen, den selbstgestellten Anforderungen gerecht zu werden. Mit der neuen S-Klasse sind die für geräumige Reiselimousinen typischen Eigenschaften Komfort, Leistung und Sicherheit weiter verbessert worden. Die trotzdem um 10% erhöhte Wirtschaftlichkeit wurde nicht etwa durch Verringerung der äußeren Dimensionen erreicht, sondern unter Einsatz zukunftsweisender Technologien, die in den kommenden Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewinnen werden.